Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Es freut mich wieder, dass ihr alle mit dabei seid und es geht um das Thema heute. Wer ist der größte Dividendenzahler 2023? Wisst ihr das? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir werden das gleich aufklären und es gibt hier einen sehr interessanten Artikel und es geht auch schon los. Bis gleich. Hier sind wir auch schon, es geht los. Ihr seht einen Artikel von der Tagesschau aus dem letzten Jahr allerdings schon und die Frage stellt sich hier, wer ist der neue Dividendenkönig im DAX? Und das ist tatsächlich ein Automobilhersteller, nämlich Mercedes. Mercedes stößt die Allianz vom Thron und die Dividendenzahlung hier gesamt für das Jahr 2022 geht hier in neue Rekordhöhen, nämlich 50,6 Milliarden Euro werden also für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet. Wir haben hier natürlich die bekannten Pappenheimer, die die höchsten Dividenden hier am DAX bringen werden und das ist auf alle Fälle mit dabei die Siemens mit einer Steigerung von 14%, Volkswagen 56%, BMW 205%, Allianz 13% und sogar Mercedes-Benz mit 270% Steigerung von 2021 auf 1,35 € kommen die jetzt im Jahr 2022 auf mindestens 5 € pro Aktie. Ihr könnt euch mal den Artikel noch genauer anschauen. Ich verlinke den euch in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das euch in Ruhe mal angucken. Ich greife jetzt mal den Dividendenkönig also raus. Das ist hier die Mercedes-Benz Group. Mercedes ist klar in Stuttgart ansässig, hat hier sich aber die letzten 2, 3, 4 Jahre sehr verändert, seit Ole Källnius der CEO bei Mercedes-Benz ist. Wie sieht Daimler jetzt aus? Und da haben wir also eine Dividendenauszahlung, eine Dividendenrendite von 6,78%. Es wird sogar, glaube ich, ein bisschen mehr aktuell sein, fast 7%. Und die Steigerung war jetzt seit dem Corona-Crash wieder seit den letzten 3 Jahren. Es ist dann ein Payout des Gewinns von ca. 40% aufgerundet und die nächsten Dividendentage, ich gehe jetzt mal hier auf die Seite dividendenchecker.de, das ist auch eine ganz gute Seite, von 5,20 € sogar, das jetzt also dann beschlossen worden ist und es wird dann diese Auszahlung im Mai erfolgen, direkt nach der Hauptversammlung. Sieht der Chart von der Mercedes-Benz Group aus, ehemals Daimler. Es ist ein durchwachsenes Bild. Ich bin hier auf die Börse Frankfurt gegangen. Ich verlinke das auch nochmal unten dann in der Videobeschreibung. Wenn man den Maximalchart sich auswählt, sieht man, wir erreichen alte Höchststände der Daimler-Gruppe. Die Aktie war mal bei 90 €, das sieht man hier gar nicht in diesem Chartbild. Es gab ein Finanzkrisentief 2008, hier ist es runtergegangen auf sogar 15 € pro Aktie und dann in dem Corona-Crash kam man auf ungefähr 22, 23 €. Also wer hier mutig gekauft hat, der hat hier wirklich eine Kursrallye mitgenommen und dann sind wir auf einem der neuen Allzeithochs. Also diese Rallye hat sich durchaus dann gelohnt für die Aktionäre. Ich gehe nochmal auf die letzten 5 Jahre, also tatsächlich hier von 2020 an hat man echt eine gute Rallye mitgenommen. Wer das geschafft hat, herzlichen Glückwunsch natürlich. Die Investor Relations Seite der Mercedes-Benz Group, den Link packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung und das Jahresergebnis 2022 sieht tatsächlich sehr gut aus. Es ist solide bis sehr gut, je nachdem. Profitables Wachstum, EBIT deutlich um 28% gesteigert auf 20,5 Milliarden und im Jahr davor, 21, waren es 12% auf 150 Milliarden gestiegen und 21 waren das 133,9 Milliarden Euro. Also das ist ein solides, super Wachstum, muss man auch wirklich sagen. Und die Dividende wird jetzt erhöht mit einem Dividendenvorschlag von 5,20 €, was natürlich letztendlich auf der Hauptversammlung noch beschlossen werden muss. Es gibt auch ein Aktienrückkaufprogramm, was dann vermutlich zu einer Kursstabilität und Kurswachstum beibringt, den Wert von 4 Milliarden über die nächsten 2 Jahre verteilt. Der Ausblick ist auch positiv. Hier haben wir sogar bei verschiedenen Bereichen bis zu 14% Eigenkapitalrendite.
Hier seht ihr nochmal auf der Investorenseite die Dividende in der Übersicht und dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet. 2019 hatten wir ja den großen Einschnitt auf 90 Cent pro Aktie und jetzt sind wir also dann für das Jahr 2022 im Vorschlagswert auf 5,20 € gekommen. Da sind die Termine, wie gesagt, am 2. Mai ist der Ex-Tag, Ex-Dividendennotierung abzüglich der Dividende, der Aktienkurs und dann die Zahlung erfolgt hier direkt am 4. Mai. Ja, ist die Daimler-Aktie gut bewertet? Ja oder nein? Wir schauen nochmal auf die Aktientraderfox.com Seite. Ich benutze die also immer, um auch Aktien einzuschätzen, ob sie unter- oder überbewertet sind. Ich gehe mal auf den Jahreschart, dann sieht man das genau. Und wir haben hier einen Ausbruch nach oben. Also tatsächlich sind wir über dem Fair Value für Gewinn, was hier diese schwarze Linie darstellt, sind wir bereits drüber gegangen. Also das ist vielleicht eine Hilfe für euch zum Einschätzen, ob ihr die Aktie kaufen wollt, noch vor dem Mai, vor der Dividendenzahlung oder vielleicht auch nicht. Und es gibt hier leider noch nicht den aktuellen Geschäftsbericht 2021 bei dem Gewinnflussdiagramm von Sankey, aber hier gab es natürlich auch einen Gewinn, das haben wir ja gerade vorher schon gesehen, und der Nettogewinn und der Betriebsaufwand bzw. Umsatz wird sich ähnlich verteilen, auch für das Jahr 2022. Das wird hier dann natürlich irgendwann nachgepflegt werden. Jetzt gehe ich nochmal auf die Fundamentalanalyse von der Mercedes-Benz Group hier, ehemals Daimler. Und ja, die Analysten bewerten positiv. Kursziel wäre so 75, 76 € pro Aktie. Man sagt hier, es ist stark unterbewertet. Also ja, das weiß ich nicht so, ob hier noch eine relative Stärke der letzten Wochen, hier steht das, der letzten 4 Wochen Performance gibt es im Plus, also ca. 3,5%. Und da gab es also eine relative Stärke, wenn wir uns den Chart nochmal genau anschauen in den letzten 3 Monaten. Da ging es tatsächlich von 60 auf in 75 € hoch. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen Momentum jetzt schon erreicht und dass wir bis zur Jahresmitte und wenn vielleicht also eine Rezession kommen sollte in den nächsten 3 bis 6 Monaten, dann wird die Aktie eher fallen. Ja. Die Märkte sind doch eher angespannt aktuell. Nun gut, ihr könnt ja auch nochmal euch die Fundamentalanalyse genau unten anschauen. Das KGV sieht ganz gut aus, 6,2 ist ein niedriges KGV, aber schaut euch selbst natürlich, macht eure eigene Recherche dieser Aktie an. Ich berichte das nur immer aus meiner eigenen persönlichen Sicht. Mercedes-Benz ist also der Rekordzahler in diesem Jahr, ist in der Top 5 ganz mit oben für das Jahr 2022. Ich will auch noch wissen, habt ihr Mercedes-Benz in eurem Aktienportfolio mit drin oder ist das für euch gar kein Titel, weil ihr sagt, ihr habt den Homebias schon und wollt nicht in DAX-Werte investieren? Dann schreibt es doch mal ganz unten in die Kommentare. Das war es auch schon in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen Mehrwert daraus gewonnen. Jetzt wisst ihr, wer der größte Dividendenzahler 2023 sein wird. Schreibt es in die Kommentare, wollt ihr mit einsteigen in die Aktie, ist das ein Wert, der euch interessiert? Wenn ihr auch noch wissen wollt, was Main Street Capital macht und was BBC bedeutet, dann schaut euch das Video hier an. Und wenn ihr wissen wollt, was die Ares Capital Corporation für ein Unternehmen ist, dann schaut euch das andere Video an. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt investiert bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.